Giant Waves zu sehen. Wir fahren heute durchs Orca-Gebiet. Es ist zu rolly, wir haben es von der Seite und wir haben es geschafft nach Nazaré. Wir sind jetzt angekommen, gestern Morgen schon. Wir hatten eine wunderschöne Nachtfahrt. Es war kräftiger achterlicher Wind, als wir los sind. Seitliche Welle. Wir waren unter Großsegel und unter Vorsegel gelaufen und haben dann kurz vor Sonnenuntergang noch das Großsegel weggenommen, dass wir Ruhe haben für die Nacht. Ansonsten war es eine gute Fahrt. Wir waren deutlich schneller als erwartet. Wir waren um 10 Uhr gestern Morgen schon da. Und wir hatten ja gedacht, dass wir um 15 Uhr erst ankämen. Also der Wind war echt gut. Heute ist wunderschöner Sonnenschein und wir haben was Schönes vor. Genau, wir wollen nämlich hochgehen zum Fort und wollen uns das mal angucken, wie das da aussieht. Da fahren wir gleich mit der Seilbahn hoch. Bin ich gespannt. Also ich weiß gar nicht, wie hoch das ist. Sehr hoch. Genau, mit der fahren wir jetzt da hoch und schauen uns das an und hoffen, vielleicht doch noch ein paar Giant Waves zu sehen. Und los! Ja. Wir sind jetzt mit der Schrägseilbahn oben auf den Berg gefahren. Dort hinten ist die Kapelle, wo man danach die Riesenwellen sehen kann, wenn Riesenwellen da sind. Und hier oben ist nochmal so ein schöner Marktplatz. Es gibt also eine Ober- und eine Unterstadt in Nazaré. Ah, você trabalhou lá? Não, teve um ano quando era curto. Ah, teve lá na escola. A gente sempre vai da Escola. Nazaré ist, glaube ich, am allermeisten bekannt durch diese Monsterwellen, diese Giant Waves. Die haben wir gerade nicht. Die kommen ja nur bei bestimmten Windverhältnissen, weil es hier in der Hafeneinfahrt hinter uns, da gibt es so ein Unterwasser-Canyon. Da geht das Wasser schlagartig hunderte Meter tief. Wir sind hier angefahren mit 30 Metern, plötzlich waren es 60, dann waren es 100 Meter Wassertiefe und über 100 Meter, das ist schon spooky. Und das, je näher du an Land kommst, das war schon ja, beeindruckend. Und wenn hier die Wellen angesagt sind, die kommen ja nicht von heute auf morgen, das weiß man ja ein paar Tage im Voraus, ist hier auch Ringelpiez mit anfassen, dann ist hier auch richtig, richtig voll. Im Moment sind wir jetzt noch hier und der Wind ist frisch und ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Spot.
Na. Also wir haben jetzt gerade Nazaré verlassen, das liegt da hinter mir. Keine Giant Waves, keine Monsterwelle, nichts zu sehen, können wir auch wieder gehen. Ist langweilig. Wir fahren jetzt nach Peniche, das sind knappe 20 Meilen, das ist jetzt nicht so weit. Ja, ich bin ein bisschen unter Strom, weil vor 3 Tagen vor Peniche ein Orca-Angriff war und mich stresst das, aber es nützt ja nichts. Ist auch nicht so weit, alles gut, die anderen kommen hinter uns her, sollte uns was passieren, können sie uns aufgreifen. Also wir haben hier so 2 weitere Boote, mit denen wir seit einer Weile unterwegs sind und ja, also alles gut. Und wie sind die Segelbedingungen? Ja. Schöner Wind, Welle von der Seite. Zum Glück nicht so hoch. Vielleicht 1 Meter Welle, ist okay. Kannst du doch mal betonen, dass wir segeln? Das beglaubt uns ja, was sonst wieder keiner. Ja, dann film doch mal. Ja. Also für die unter euch, die glauben, dass wir sowieso immer nur Motoren. Stimmt nicht. Also wir haben ja jetzt Anfang November und außer uns ist im Moment kein Segelboot draußen. Also es sind Fischer draußen, aber kein Segelboot. Stimmt gar nicht. Seitan und Impossible sind unterwegs. Hier um uns herum ist nichts zu sehen an Segelbooten. Es ist leer. Ich kann mir aber vorstellen, oder ich gehe davon aus, dass im Sommer hier richtig viel los ist. Es ist auch unter der Woche. Normale Menschen arbeiten. Kann uns aber nicht passieren, weil wir nicht normal sind. Ja. Marion hat es ja gerade angesprochen, wir fahren heute durchs Orca-Gebiet, wo vor wenigen Tagen Angriffe waren. Unsere Taktik wird sein, rückwärts fahren oder rückwärts einkuppeln und langsam rückwärts fahren, weil die den Strom nicht mögen. Ansonsten haben wir das Funkgerät an. Ja, das ist eigentlich die Vorbereitung, die wir haben. Und der Ball. Ja. Unser Orca-Spielzeug, was aus einem der letzten Videos bekannt ist. Der kriegt gleich noch eine Leine und in dem Fall, wenn wir sie sehen würden, würden wir den hinten auswerfen, nachschleppen, weil wir schon mal ein Video gesehen haben, wo die mit einem Dinghy gespielt haben, was hinterhergeschleppt wurde. Und unser Gedanke war eben, dass das vielleicht die dann von unserem Boot ablenken würde. Versuch macht klug. Den wichtigsten Teil der Vorbereitung habe ich vorhin unterschlagen. Wir haben 2 Tiefenmesser und einen davon können wir abschalten über einen Schalter und den anderen wissen wir nicht, ob wir den abschalten können. Deswegen habe ich mich entschlossen, dass wir heute die gesamte 12 Volt Bordelektrik abschalten am Hauptschalter. Dann gehen auch die Tiefenmesser nicht mehr oder sollten nicht mehr gehen. Das heißt also, dass wir heute über Handfunkgerät und über Handynavigation und über Papierkarte wie immer laufen. Und ist aber unproblematisch. Wir haben hier sandigen Grund und fahren auf der 30-Meter-Linie vor der Küste. Also da ist keine Schwierigkeit und keine Gefahr zu erwarten. Vorhin hatten wir ja vernünftigen Wind von Nazaré aus und
Mittlerweile ist er aber zu schwach und es ist zu rolly, wir haben es von der Seite und deswegen bleibt unser Vorsegel nicht stehen. Es ist auch insgesamt zu klein für den schwachen Wind. Also, wir haben kein Leichtwindsegel, was jetzt stehen bleiben würde und das nervt, deswegen müssen wir Motoren. Schade. Ja, das mit den Big Waves in Nazaré hat ja in dem Moment nicht geklappt. Ich war ja 4 Wochen später nochmal da. Da waren wir schon weiter in Lissabon, sind aber nochmal hingefahren, um die Big Waves zu sehen, die angesagt waren. Das war noch nicht das Höchste. 2 Tage später waren dann die Tow-Surfing-Weltmeisterschaften, aber da war es uns zu voll. Da wollten wir definitiv nicht nochmal hinfahren. Es ist aber mega beeindruckend, dass dieses mega ruhige Wasser auch so aussehen kann. Ist toll. Was man vielleicht auch nicht beim ersten Blick so sieht, der Ausschnitt von Marion mit den hohen Wellen, da sind Surfer und Wassermotorradfahrer, wie heißen die Dinger? Jetski und Jetski-Fahrer sind da. Jetski-Fahrer sind da auch drauf. Das sind nur so schwarze Krümel. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr ja nochmal zurückspulen. Dann kriegt man die Dimension der Wellen auch besser mit. Vielen Dank für eure vielen Kommentare zu der Solaranlage. Da sind wir nach wie vor am Plan. Wenn wir da weiter sind, erfahrt ihr das natürlich. Und es gab 2 Fragen per Kommentar. Das eine war von Schoko 1960. Der wollte gerne wissen, wie wir Bargeld zu Visa, wie da das Verhältnis ist. Also EC-Karte, Bargeld oder Kreditkarte. Und das Verhältnis ist eigentlich relativ einfach. EC-Karte 0. Bargeld fast 0 und Kreditkarte eigentlich alles. Also man bezahlt hier alles mit Kreditkarte. Es gibt wirklich nur ganz wenige kleine Geschäfte außerhalb irgendwie, die dann kleine Bäcker, die dann vielleicht doch noch nur Bargeld möchten. Aber im Großen und Ganzen kann man wirklich alles problemlos mit Karte, Schrägstrich, Smartphone, Schrägstrich, Smartwatch bezahlen, überall, und man wird auch nicht blöd dabei angeguckt. Nee, im Gegenteil, man wird eher blöd angeguckt, wenn man Bargeld hat. Genau, also ja. Wir brauchen wirklich fast kein Bargeld und deswegen haben wir auch noch nicht abgehoben irgendwie am Geldautomaten und ja, das funktioniert wunderbar. Wir fahren ja weiter nach Peniche und da schließt sich sozusagen auch die Frage von Christian SW auf den Kommentaren an. Der wollte nämlich wissen, wo wir aktuell sind. Jetzt aktuell scheint so schön die Sonne in Lissabon. Und ja, wir nähern uns auch mit Riesenschritten jetzt näher Bonn. Wir nähern uns in Riesenschritten Lissabon. Und ja. Ja, und wer uns auf Insta folgt, weiß, dass wir hier auch unser Winterquartier aufgeschlagen haben und hier auch schon seit ein paar Tagen sind und wahrscheinlich auch noch ein paar Tage bleiben werden, weil es ist einfach so unfassbar schön hier. Heißt aber nicht, dass es keine interessanten Beiträge gibt. Nein. So, vielen Dank, dass ihr bis dahin dabei wart. Wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun auf Instagram und Facebook. Da seid ihr sehr aktuell dabei. Aber noch wichtiger wäre es, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns einen Kommentar hinterlasst, ein Like gebt und den Kanal abonniert und auch natürlich gleich die Glocke anmacht, weil nur dann werdet ihr informiert, wenn das neue Video rauskommt. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.